Stage Piano oder Home Piano, was ist besser? Viele stellen sich diese Frage bei der Anschaffung eines neuen Digitalpianos und das gilt gar nicht einmal nur für Anfänger. Die Antwort könnte natürlich einfach sein. Falsch machen kann man bei beiden Lösungen nichts. Aber bei den Testkandidaten hier kann man ja schon sehen, die Unterschiede können eigentlich nicht größer ausfallen. Ja. So. Und also die Fragen sind schon klar. Also ich meine, wir haben jetzt hier diese optischen Unterschiede, ne? Aber das sagt noch lange nichts irgendwie über die Dinge, die da eingebaut sind. Weil die Lautsprecher kann man nicht sehen. Da kann man nur jetzt mutmaßen, dass hier mehr Lautsprecher oder größere verbaut sind als hier, weil hier passt ja gar nicht so viel rein. Ja. So, das hören wir uns jetzt mal an und gucken mal die unterschiedlichen Features uns an und können dann vielleicht eine Bewertung machen, was ist eigentlich tatsächlich besser oder für wen ist was besser. Ja. Also schauen wir uns erstmal an, was wir hier haben. Das sind beides Instrumente von Casio, die sind sogar in ungefähr der gleichen Preisklasse. Das ist das Casio Privia PXS 7000, das hatten wir auch schon mal getestet. Ja. Und das hier ist das AP 750 aus der Home Piano, aus der Celviano-Serie. So. Die liegen ungefähr bei 1900 Euro. So. Beide Instrumente haben diese Tri-Sensor-Tastatur. Und da ist auch bei beiden so ein Holzelement verbaut. Also das fühlt sich schon auch ganz gut an hier. Und dann haben die auch so eine Ivory-Touch-Oberfläche. Das dürfte jetzt bei beiden gleich sein. Ich Ja. bin dennoch gespannt. Also vielleicht spielst du beide mal kurz an, machst ein kleines Beispiel und dann sind wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Okay, dann lass doch mal hier hören. Also für mich waren das jedes Mal, das war das, was der gleiche Klang. Also wenn ich hier nachgucke, das ist Grand HG, Hamburg Grand. Also das wird wohl irgendwie ein Steinway Sample sein. Ja. Das ist hier, glaube ich, auch eingestellt. Ich gucke mal Exakt. hier in die App. Genau. So, ja genau, das ist Hamburg Grand. War das unterschiedlich für dich? Also hier merkt man natürlich, dass aufgrund der Bauart der Sound viel mehr hier präsent ist. Und hier ist er halt einfach erstmal natürlich dünner, weil hier, klar, logischerweise mehr da ist Das an war Sound. auch Ne? spontan mein Eindruck. Ja. Und ich merke schon hier, dass ich hier quasi, ist ein bisschen wie wenn du so redest, dann ist der Sound auch anders. Und so Ja. ist es näher. Ne? Ja, okay, Und das verstehe. ist natürlich schon, also hier ist schon cool. Ne? Ja, also da hast du eher so ein immersives Gefühl, dass der Klang dich umhüllt. Ja. Da kann man dann auch gleich wieder auf die Technik eingehen. Also hier ist so ein Vierkanalsystem eingebaut, das die unterschiedlichen Klangbereiche des Flügels repräsentiert. Also man hat jetzt ja die unterschiedlichen Lagen und das soll ein plastisches, akustisches Bild ergeben. Und hier haben wir halt zwei Speaker, die sind hier hinten eingebaut. Also du hast gar keine Chance, diesen Effekt zu bekommen. Also wenn man das jetzt an eine Wand stellt, dann reflektiert die das natürlich. Ganz genau, ja. Und hier, aber hier in dem großen Raum hört man natürlich diesen Unterschied. Ne? Ja. Also du merkst ganz klar, dass es hier geht es auf Design. Sieht man ja auch an der ganzen Darbietung des Instruments. Ja. Ne? Ja, ja. Und hier ist eher so das klassische Upright-Format, was natürlich noch mit ein paar besonderen Features wie hier diesem aufklappbaren Deckel nochmal garniert wurden. Ne? Genau. Und da muss man dann eine Entscheidung treffen, Design oder Sound? Oder? Auf jeden Fall. Also deswegen wollte ich auch unbedingt dieses Instrument hier haben, weil das wird nur inklusive Stativ verkauft. Okay. Das gehört dazu. Deswegen auch der höhere Preis. Aber generell muss man ja bei so einem Stage-Piano bedenken, wo stellt man das eigentlich drauf? Ja. Man muss also irgendwie ein Keyboard-Stativ haben. Die meisten Hersteller bieten auch dann passende Holzstative an zu den Instrumenten. Die werden oft als Set verkauft. Aber das muss man eben als Investition noch einplanen. Ja. Und hier hat man eben ein ganz komplettes Instrument. Da ist alles dran. Also jetzt nicht nur solche schönen Dinge wie diesen Klavierdeckel, sondern auch die Pedalerie ist natürlich
so wie das an einem Klavier ist. Hier haben wir das auch und das ist der Vorteil auch wieder hier. Das kauft man als komplettes Ding. Da ist dann hier so eine schöne Pedallyra dran. Das ist stylisch gemacht, das sieht gut aus, aber normalerweise hat man ja, wir wissen es, bei diesen Stage-Pianos so einen kleinen Fußtaster. Also muss man das auch noch einplanen. Ja, also das wären schon mal so die großen Unterschiede. Ne? Und dann hast du hier natürlich auch die passende Bank dabei. Genau, Ne? aber die muss man dazu kaufen. Okay. Die ist nicht im Preis drin. Habe ich mich auch gewundert. Okay, das ist natürlich, wenn das noch oben drauf kommt, weil ich glaube, dass die sieht nicht günstig aus. Also es sitzt sich gut hier, auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich kann dir ja mal zeigen hier, das ist ein richtig, also korrespondierend mit dem Gestell gebaut. Und dieses Instrument, dieses PXS 7000, das gibt es in 3 Ausführungen, in Schwarz, in Weiß und dann auch noch in Senfgelb. Harmonious Mustard heißt das. Okay. Und das ist natürlich dann super stylisch. Ja. Und dazu gibt es die passenden Bänke natürlich in diesen Farben. Ne? Das ist schon auch, ja, wer eben auf Design setzt, ist, glaube ich, bei Casio gut aufgehoben. Ja. Aber letztendlich ist ja die Frage, ob die vom Spielen her, vom Klang her überzeugen. Ja. Und ich würde sagen, das gehen wir nochmal an. Also wie ist denn das Spielgefühl? Ich kann ja auch mal so ein Klassikbeispiel noch machen. Gerne. Dann habe ich auch eine Idee. Okay, das spielt sich ordentlich hier drauf. Also die Tastatur gibt mir so ein ganz gutes Feedback. So. Das ist nicht so super leichtgängig, aber es ist auch nicht schwer. Okay, ja. Es ist irgendwo gut in der Mitte. Ja, ja. Also für Leute, die auch zum Zeitvertreib spielen möchten und jetzt diesen pianistischen Anschlag nicht so wahnsinnig drauf haben, die sollten sich ja eigentlich auch wohlfühlen. Ja. Willst du mal hier probieren? Ja, gerne. Ich habe das Gefühl, dass das hier eine solidere Basis hat, Ja. wenn ich drauf spiele. Die Tastaturen sind ja eigentlich identisch, aber es spielt sich hier anders. Und genau wie du sagst, der Klang kommt irgendwie viel transparenter oder umhüllender. Ja. Ne? Das ist schon auf jeden Fall. Also es ist alleine schon mal auch eine visuelle Sache. Ich schaue hier durch dieses Glas, durch diesen Notenständer und so. Also es ist diese ganze Illusion wird ja aufgebaut, dass es irgendwie weitläufig ist und irgendwie leichtfüßig ist. Und hier hast du dieses Schwere, ne? Ja. Und es ist auch relativ hoch da jetzt mit dem Notenständer und so, ne? Ja. Und also das sind 2 unterschiedliche Konzepte und mir hat es jetzt hier natürlich besser gefallen, weil einfach ein bisschen mehr rübergekommen ist hier, soundmäßig. Ja, es hat auch ein bisschen mehr Low-End. Ja. So, das ist jetzt nicht super bassig, was ich auch ganz gut finde. Ja. Das ist ein schöner, transparenter Klang. Es ist noch alles so ganz gut im Lot und ich habe ja hier gesessen, als du an dem hier gespielt hast und es war halt schon sehr einheitlich. Ne? Also es gab nicht wirklich einen Tiefen und Höhen. Ja. Es war ein Sound, klang nicht schlecht, aber halt dünn und auch eher sehr, sehr gleichförmig. Also du hast jetzt nicht so eine Abstufung, wie du es vom Klavier vielleicht normal gewöhnt bist. Das ist halt einfach, das ist der Preis, den man dann halt hier einfach zahlt. Ne? Ja, können wir eigentlich zusammenfassen. Also das ist eigentlich für mich, würde ich sagen, ich würde es jedem empfehlen, der auch, nicht viel Platz hat. Jetzt mal ganz abgesehen vom Design, da können wir gleich noch was dazu sagen, aber das ist erstmal, nimmt das wenig Platz ein. Und man kann das auch damit beim paar Schrauben vom Gestell lösen und man kann das mitnehmen und kann damit eben auch irgendwo live spielen oder man nimmt es mit in den Proberaum. Das ist natürlich super. Das geht mit so einem Instrument einfach nicht. Ja, ja. So. Das ist der ganz klar der wichtigste Unterschied. Und dann kommen wir hier noch zum Design. Das appealt natürlich. Ne? Das ist so richtig schick gemacht mit dieser Hochglanzoptik und so. Das ist schon klasse. Hochglanz haben wir hier auch ein bisschen. Hier ist ja dieses Information Bar noch drin, das dann auf das Spiel reagiert. Das ist so ein Gimmick, aber auch die Bedienfläche hat man ja hier drin. Hier wählt man ja auch die Sounds an. Das ist schön gemacht. Und das hat auch diesen Hochglanzeffekt. Das ist wirklich eine gute Sache, die Casio da anbietet.
Gut, also das hier, das ist quasi das Piano für den Klavierunterricht oder für ambitionierte Spieler, die vielleicht etwas längerfristig das quasi Genau. andenken. Und hier ist vielleicht das, wo du vielleicht auch so, ja, wie du sagst, auch nochmal eine Bühnenidee hast oder halt verschiedene Konzepte testen willst oder halt auch sagst, okay, mich spricht es halt einfach visuell total an halt, ne? Genau. Und das ist ja auch nochmal ein Faktor, der, glaube ich, den wir ja manchmal ein bisschen so außer Acht lassen. Wir gucken immer aufs Spielen und das ist für uns das Allerwichtigste. Ja, klar. Aber Casio hat da echt, also mit diesem Senfgelben, das ist echt ein Hingucker und natürlich auch in passender Bank und Ständer. Das ist schon eher selten auf dem Markt, dass du so ein ganzheitliches Konzept hast. Ja, du zahlst dann dafür, aber vielleicht willst du im Wohnzimmer halt auch einfach nicht jetzt so einen Kasten stehen haben und für dich steht das Spielen und der Sound nicht an allererster Stelle. Ne? Alles klar. Können wir so stehen lassen. Ich Genau. hoffe, das war aufschlussreich für euch. Und ja, lasst gerne ein Like da oder ein Abo. Darüber freuen wir uns sehr. Und wenn ihr Fragen zu den technischen Dingen habt, dann schreibt bitte gerne in die Kommentarfunktion. Wir beantworten eure Fragen wirklich sehr gern. Bis zum nächsten Mal.